Hey Leute, es ist sonnig hier in San Francisco. Wir fliegen jetzt gleich mit British Airways in der A380 Business Class erstmal nach London und dann weiter nach Zürich. Hier erstmal jetzt in die Lounge. Mal gucken, wie die British Airways Lounge so sein wird. Wir haben noch 3 Stunden bis zum Abflug. Hier sind auch gleich die ganzen Check-ins, aber wir müssen nicht zum Check-in-Schalter, weil wir unsere Boardingkarte schon haben und wir reisen nur mit Handgepäck. Das heißt, wir müssen auch kein Gepäck aufgeben. Ja, das heißt, können wir gleich direkt durchlaufen zur British Airways und Iberia Lounge, die uns hier zur Verfügung steht. Es würde auch noch eine Alternative geben. Wir haben ja den Priority Pass, da könnten wir in die Air France Lounge gehen, aber ich glaube, die ist nicht besser. Und wir könnten auch in die American Airlines Lounge gehen, aber die kann man hier ganz vergessen. Also ab in die British Airways Lounge. Und es ist so, dass noch ein Flieger vor uns jetzt hier gleich boarden wird. Deswegen ist die British Airways Lounge so mega voll. Wir können jetzt uns gar keinen Platz hier aussuchen. Wir sitzen jetzt direkt an der Bar. Das ist auch gut, oder? Geht auch. Direkt ganz nah am Champagner. Ja, und jetzt warten wir, bis der Flieger, die 747-400 nach London gleich boarden wird. Und dann ist es hier wahrscheinlich schnell leer. Und es gibt auch für First-Class-Passagiere oder mit Status, wie wir jetzt zum Beispiel, haben wir den Emerald, also den Goldstatus bei British, einen extra Bereich, ein kleiner Raum, aber mit einer eigenen Bar hinten. Da gibt es dann auch den Champagner. In der normalen Lounge gibt es dann Prosecco und so Kleinigkeiten zu essen. So, jetzt ist der erste Flug schon gebordet, man kann es sehen, es ist schon viel leerer geworden, es wird vielleicht noch leerer im anderen Bereich. Und übrigens, man kann aus dieser Lounge direkt das Flugzeug boarden. Das hatten wir erst kürzlich, zumindest hat man es versucht mit Emirates in Dubai, hat aber nicht geklappt, aber hier wird es mit Sicherheit klappen. So, leider haben wir Pech gehabt, denn die A380 geht nicht dort ran an das Gate, was man von unserer Lounge hätte boarden können. Wir müssen zum Gate A1 und das ist gegenüber, also müssen wir raus. Ja, und zum Gate laufen, ist ja nicht weit, egal. Und dann geht es ab in die A380 in Richtung London. Ungefähr 11 Stunden, okay, 10 Stunden 20 sind es jetzt nur noch, wie immer. Wahrscheinlich sitzen wir nachher drin und es ist nur noch 9 Stunden, das kennen wir. Ich weiß, der ein oder andere, der jetzt guckt, wird sagen, ach, je kürzer, desto besser. Aber wie gesagt, für uns kann es ja nie lang genug sein. Ja, jetzt geht es erstmal ab in den Flieger. So Leute, das ist mal wieder soweit. Ich habe euch natürlich nicht die Wahrheit gesagt, aber das kann ich auch nicht vorher wissen. Wir sind nämlich jetzt upgraded worden von der Business Class. Wir hatten so schöne Sitze, ich habe es mir extra rausgesucht. Die letzten Sitze in der Business Class sind die relativ privaten. Die haben wir jetzt nicht mehr. Wir sind jetzt in der First Class, in der Reihe 4. Ja, und das finde ich toll. Macht richtig Spaß. Wir sind jetzt schon öfter mit British Airways in der First geflogen, aber noch nie in der A380. Und noch nie abgegradet worden. Doch, ich schon. Ach ja, ich nicht. Woran das wohl liegt. Jo, also, jetzt freuen wir uns auf einen ungefähr 11 Stunden First-Class-Flug mit British Airways. Hello there. Just one that way, one this way.
British Airways hat in deren A380ern unten die First Class, also im Main Deck, untergebracht und hinter der First Class ist schon die Club World, das ist die Business Class von British Airways. Die befindet sich aber auch im Upper Deck in 2 Kabinen, also sprich in 3 Kabinen ist hier Club World untergebracht und dann gibt es auch noch die World Traveler, das sind die Economy Gäste plus die World Traveler Plus. Das ist die Economy Plus, also Premium Economy hier im Flugzeug. Also 4 Klassen gibt es hier in diesem Flugzeug. Das ist hier eine Suite in der Mitte der First Class. Also wir haben die Mittelsitze bekommen. Es gibt die Einzelsitze am Fenster und ja, das sind wahrscheinlich hier diese 2 Sitze in der hinteren Reihe der First Class. Die sind immer geblockt. Die konnte ich auch vorher nicht sehen. Ich habe gesehen, dass die First Class eigentlich voll war. Ja, und die war geblockt, wahrscheinlich für Gäste, die kurzfristig nochmal upgradet werden sollen. Es gibt übrigens 14 First Class Sitze hier in diesem A380 und als ich hier zu meinem Sitz kam und schon ein bisschen was erzählt habe, kam schon der Pyjama, der First Class Pyjama, der wird nur in der First Class ausgeteilt. In der Business Class gibt es keinen Pyjama und das Amenity Kit. Das ist drin, werde ich nachher sicherlich brauchen. Einige Cremes sind drin und die Schlafmaske, Socken, das Übliche, was man halt so braucht. Ebenfalls gibt es Slipper und den Kopfhörer. Die packe ich mal hier in das Fach rein. Und guckt euch mal die Kissen an. Ich habe hier 3 Kissen. Einmal das weiße, wahrscheinlich nachher zum Schlafen, und 2 Deko-Kissen. Das ist wirklich First Class-like. Und die Decke, die habe ich noch nicht entdeckt, die wird wahrscheinlich noch gebracht werden. Ja, genauso wie die Menükarte, die fehlt auch noch. Ich bin ja sehr gespannt, was es hier auf dem Flug geben wird bei British Airways, denn die haben auch das Konzept ein wenig geändert. Es gibt neues Porzellan und es gibt auch neue Essensauswahl sowie das Bettzeug. Das wird auch ein neues sein, nämlich von der Firma White Company. Ich glaube, aus New York kommen die. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Und das wertet die First Class nochmal ein ganzes Stück auf. There we go. Thank you. Most welcome. British Airways serviert den Grand Siècle, also Laurent Perrier Grand Siècle, das ist der komplette Name dieses Champagners in der First Class. Die gibt es übrigens auch bei Swiss. Ja, dann erstmal auf einen guten, schönen, entspannten Flug in Richtung London. Wir freuen uns, dass wir hier das Upgrade in die First Class bekommen haben. Aber wie kommt es eigentlich? Es ist so, dass wahrscheinlich die Maschine überbucht ist. Das heißt, die Economy und die Premium Economy werden so viele Tickets verkauft worden sein und so viele Plätze hat es einfach nicht. Es werden also einige von der Premium Economy in die Business Class bekommen ein Upgrade und genauso passiert es mit Leuten, die in der Business Class sind wie wir. Die kommen dann in die First Class, aber da werden immer Leute mit einem Status bevorzugt. Und wir haben den Emerald, den Goldstatus sozusagen bei British Airways, bei One World. Und ja, das ist halt ein Vorteil. Und gerade auf so einer langen Strecke, hey, es ist ein Nachtflug. Wir hatten eigentlich schon geniale Sitze in der Business Class und jetzt diese hier. Ja. Das ist ein echtes Upgrade. Ja, vor allem für diese lange Flugzeit. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wer das Video noch nicht kennt zu dem Status, einfach mal auf das i hier rechts oben drücken. Und das heiße Tuch, es ist richtig heiß, wobei es aber auch nicht so qualitativ hochwertig ist wie bei einigen anderen Airlines in der First Class. Aber es reicht vollkommen, um sich kurz mal aufzufrischen, zu erfrischen, die Hände sauber zu machen. Und ja, nachher gibt es sicherlich noch ein neues. Hier links ist übrigens der Tisch versteckt. Wow. Und der ist nicht gerade klein. Ich kann ihn nach vorne, nach hinten verschieben, damit ich meinen Sitz verlassen kann. Ja, da passt eine Menge drauf. Neben dem Tisch habe ich hier noch so ein Fach, wo ich diverse Dinge verstauen kann. Am besten Kameras und Akkus und so ein Kram. Und in diesem Fach sind der Controller untergebracht für den Monitor, den ich ausfahren kann, sowie 2 USB-Anschlüsse, eine Steckdose und noch diverse andere Anschlüsse, die ich nicht definieren kann. Ich denke, es ist irgendein Audioanschluss für den Monitor, was aber sowieso keiner macht. Okay, thank you. Und da kommt die Menükarte. Top you up before take off, sir? Yeah, okay. Hello, ladies and gentlemen. My name is Deanne, the cabin service director. I'd like to welcome on board this 380 aircraft to London Heathrow Terminal 5.
ein sehr entspannter Flug hier mit British Airways. Kaum sind wir in der Luft, beginnt auch der Service gleich. Und dann setze ich mir schon mal die Kopfhörer auf. Die sind hier übrigens leider nichts Besonderes bei British Airways. Ich hoffe, er sind zumindest Noise Cancelling Headphones, aber jetzt keine, wie zum Beispiel bei der Lufthansa von Bose oder irgendeiner anderen Marke. Ich kann es gar nicht erkennen, was es ist. Ja, für den Kopfhörer ist da, wo auch die Bedienung für den Sitz ist. Wie der nachher funktioniert, werde ich euch nachher nochmal im Detail zeigen. Aber hier ist so ein Panel mit Drehknopf. Damit lasse ich den Sitz ganz einfach von der geraden Sitzposition in eine gerade Liegefläche verwandeln. Geht relativ einfach. Einmal hoch geht auch so, wenn ich höher sitzen möchte. Oder halt runter. Ach, den Monitor mal weg. Ja, das ist jetzt zumindest ein bisschen die Lounge-Position. Damit kann ich entspannt Fernsehen gucken. Aber will ich noch gar nicht. Könnt ihr das sehen? Während ich den Sitz hochfahre, geht auch die Armlehne mit hoch. Cool ist, wenn der Sitz dann in einer Liegeposition ist, dann sind die auch eben mit den ganzen anderen Komponenten hier und dann ist alles gerade und ich kann hier sehr gut schlafen. Mr. Van Bergen, can I get you an aperitif? Voila. Oh yeah, thank you very much. Nice one. I think I go for the... If you're hungry, I'd go for these three here. These are slightly smaller. Ich fühle mich irgendwie wie bei Air France. Ich werde mit Französisch hier begrüßt und auch mit Französisch hier zu einem guten Appetit. Das ist das quasi das Amuse-Bouche, der Gruß aus der Küche, der Galley. Getrocknete Tomate, eingelegte Oliven, ein bisschen Schinken und Käse, Parmesankäse. Und das erinnert mich irgendwie so ein bisschen an Swiss First Class, auch wenn es so eine kleine Portion ist. Das ist auch der Baltic Lachs, also ein leicht geräucherter Lachs mit ein bisschen Kaviar oben drauf. Wow. There we go, voilà, monsieur. Ah, thank you. Sweet corn soup with piquillo peppers. Jo, und das ist die zweite Vorspeise. Oh ja, Voilà. thank you. Eine süße Maissuppe. Voilà. Ja, thank you. Nice one. Ich mag ja die britische First Class oder auch die Business Class, aber viele sagen, kann ich aber auch bestätigen, dass die First Class von British eher eine bessere Business Class ist. Aber ich fühle mich hier trotzdem sehr, sehr wohl. Ich bin trotzdem sehr, sehr zufrieden über das Upgrade. Das ist toll. Wir haben hier mehr Platz, wir haben hier mehr Entspannung, haben einen besseren Service. Essen ist wahrscheinlich genauso wie eine Business Class, nur dass man halt anderes Service hat. Gucken wir mal, wie die Suppe ist. Und da ist auch schon die Hauptspeise. Ich habe das Hühnchen genommen mit Paprika auf Risotto und Dominik das Steak auf Polenta. Schaut es euch an, sieht total lecker aus. Bin überrascht. Normalerweise ist es immer recht einfach angeordnet bei British Airways, kann man so sagen. Auch in der First Class, aber hier hat man irgendwas geändert. Habe ich am Anfang des Videos schon gesagt. Man hat ein bisschen den Stil geändert, ein bisschen. Auch das Porzellan ist neu. Das ist gut. Sehr gut, das Hühnchen. Und das frische Paprika oben drauf und das Risotto. Oh, genau mein Ding. Ich bin durch. Jetzt kommt noch das Dessert auf Käseplatte. Verzichte ich heute mal. Habe ich nicht so wirklich Lust zu, aber ich mag es heute süß. Es gibt ein Apfeldessert mit ganz viel frischen Himbeeren und Himbeerdessert und Vanillesoße und ein Vanilleeis. Oh, ich mache euch mal ein Foto. Das sieht total lecker aus. Also es ist auch noch warm. So, nun bin ich durch mit dem Essen. Also ich bin sehr zufrieden mit dem Essen. Okay, man muss sagen, es ist nun mal die British Airways First Class. Es ist... Voilà. Hier. Es ist jetzt nicht das High-End-Produkt einer First Class, die man sich so vorstellt. Es ist nicht vergleichbar wie zum Beispiel mit der First Class von Lufthansa, die wir kürzlich geflogen sind, von Frankfurt nach Sao Paulo. Das war wirklich richtig toll. Guckt mal und drückt auf das i. Könnt euch das Video nochmal anschauen.
das war echt toll. Also zusammen mit dem First Class Terminal beginnt man schon mal diese Reise richtig luxuriös. Und ja, hier war überraschend, wir haben ja nur Business Class gehabt, wir sind jetzt aber in der First Class gelandet. Aber ist halt schon ein wenig anders. Aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr zufrieden. Jetzt heißt es erstmal ein bisschen weiter relaxen, ein bisschen entspannen, Film gucken und dann können wir schlafen, weil es sind noch immer ungefähr 8 Stunden bis nach London. Dominik hat sich gerade das Bett machen lassen, habt ihr gerade gesehen, oder? Ich zeige es euch nochmal. Das Bett ist eine gerade Liegefläche mit einer Auflage und einer dicken Decke sowie ein extra Kissen. Auf jeden Fall werde ich da richtig gut schlafen können. So, das ist der Pyjama von British. So sieht er aus und so sieht er angezogen aus. Das ist er. Schwarz macht schlank, kann ich nur sagen. Es ist ein ziemlich einfacher Pyjama. Es ist auf jeden Fall lockerer als mit der normalen Kleidung hier zu schlafen. Völlig okay. Ich fand den von der Lufthansa schicker. Was meint ihr? Aber wie gesagt, ich kann damit ganz gut schlafen. Wow, das ist mein Bett hier. Es ist mega lang und bequem. Mit der Auflage nochmal bequemer. Ich habe, wie gesagt, eine richtige Decke hier. Ich werde jetzt hier richtig gut schlafen können. Bin ich mir ziemlich sicher. Und wir sehen uns dann, wie gesagt, morgen früh zum Frühstück. Gute Nacht. Guten Morgen, Leute. Ich habe 5 Stunden geschlafen, etwas verschnupft, weil die Luft hier auch so trocken ist in dem Flieger. Und jetzt suche ich mir mein Frühstück aus. Hier ist ein richtig tolles Bett gewesen und ich habe mega viel Platz gehabt. Wenn es auch so ein bisschen hart war, da sind zum Beispiel das Bett von der Lufthansa oder von der Swiss weicher, viel weicher, aber das ist okay. So, jetzt habe ich die Wahl zwischen einem Full English Breakfast, aber das esse ich lieber in London, oder eine Frittata oder Waffeln. Ich überlege mal wieder einmal die Waffeln zu nehmen. Das ist was Leckeres, Süßes und ein Smoothie. Ja, dazu Kaffee. Oh ja, das ist das Frühstück hier bei British. Natürlich typisch British Frühstück, wie auch im Flugzeug. Eigentlich mag ich das gar nicht so gerne, aber ich will es mal probieren. Ich habe mir frische Früchte bestellt, Naturjoghurt und ein bisschen Croissant und Gebäck. Dazu ein Mango-Smoothie. Ja, lecker. Ja. Und danach gibt es noch einmal Waffeln, was sich auch sehr lecker angehört hat. So, das war's dann mit dem Flug hier mit British Airways in der First Class. Yes, good, thank you. In der First Class. Ursprünglich hier Business Class. Vielen Dank für das Upgrade. Wahnsinn. Wir haben sehr gut geschlafen, habe ich euch ja vorher schon erzählt. Jetzt lasse ich den Flug noch ein bisschen ausklingen, die Zeit hier. Und ja, wir sehen uns dann in London Terminal 5. Nochmal ein kleines Resümee von dem Entertainment-System. Ich finde es gut, dass man hier die Filme nach deutscher Tonspur sortieren kann. Es ist auch eine gute Auswahl da, aber keine Top-Movies, auch keine neuesten Movies, dann schon teilweise eher ältere. Ja, und das Problem ist, wenn man sich hingelegt hat, also gerade liegt und man möchte den Monitor gucken, dann ist der halb schwarz. Man erkennt also kaum noch was. Das habe ich jetzt kürzlich schon mal bei einer anderen Airline erlebt, bei American Airlines. Man kann diesen Monitor nicht schwenken. Und wer seine Privatsphäre haben möchte, hier in der Mitte, der macht einfach den Sichtschutz hoch. So, das war's jetzt. Wir sind raus und mussten noch ein bisschen warten, denn es gibt einen medizinischen Notfall wohl im unteren Deck, in die obere Deck, der sofort behandelt werden musste. Deswegen mussten wir alle ein bisschen warten, aber jetzt sind wir raus. Jetzt haben wir noch ungefähr eine Stunde Zeit. Jetzt gehen wir auch schnell noch in die First Class Lounge.
sind tatsächlich durch die Sicherheitskontrolle gekommen, ohne extra kontrolliert zu werden, weil wir so viel Amenity-Kits dabei haben. Und das ist hier in London immer so eine Schwierigkeit, weil hier werden jede Kleinigkeiten an Flüssigkeiten und so weiter gesondert rausgeholt, in eine Tüte gepackt. Egal was es ist, auch Amenity-Kits werden auseinandergerissen, ja. Aber diesmal nicht, was für Glück. Jetzt haben wir aber keine Zeit mehr, in die Galleries First Class Lounge von British Airways zu gehen, denn Boarding ist in ungefähr 30 Minuten, beziehungsweise der Abflug ist in 30 Minuten. Und ja, da müssen wir uns beeilen. Heute sind sie ja besonders fix bei British. Boarding hat schon begonnen und der Abflug ist erst in 35 Minuten, also haben das wohl eilig. Ich habe auch schon eine E-Mail bekommen und eine SMS, dass der Flug vollkommen ausgebucht ist und wir möchten doch bitte unser Handgepäck aufgeben. Nee, machen wir nicht, weil wir müssen in Zürich weiter. Auf keinen Fall. Interessant. Die A10 Gates, das sind nämlich verschiedene Gates, sind alles Busgates. Unten müssen wir ein paar Stuhl runter und jetzt haben wir es glücklich. Und ja, jetzt haben wir es eilig. Ich weiß gar nicht, ich verstehe es gar nicht, warum das so kurzfristig gemacht wird hier. Aber wahrscheinlich wegen dem Busgate wird hier früher gebordet. Wait, this is to speed it up a bit. Komisch, erst machen sie uns verrückt mit der App, es wird gebordet, dann kommen wir hier an, nichts ist mit Borden und dann nochmal 20 Minuten Verspätung, jetzt sitzen wir hier, oder stehen besser gesagt, im Bus und warten immer noch. Das könnte besser gehen, British. Wir sind jetzt endlich drin. Es war so, das finde ich aber gar nicht so verkehrt von British, dass man schon mal gebordet hat, obwohl das Flugzeug gar nicht fertig war. Die Piloten haben noch gefehlt, zumindest zwei. Das sind ja nur zwei. Okay, zwei haben gefehlt und mussten 5 Minuten im Flugzeug, 5 Minuten im Bus vor dem Flugzeug warten. Und jetzt sind wir drin. Dadurch haben wir mit Sicherheit 20 Minuten gespart. Ja, die British Airways Business Class im A319, A320 kennt ihr ja schon aus unseren zahlreichen Flight Reports, Trip Reports. Deswegen gehe ich jetzt nicht ganz so aufs Detail ein. Wir werden nämlich jetzt nur ungefähr 1,5 Stunden, maximal 2 Stunden bis nach Zürich brauchen und dann geht's weiter. Was denn? Du hast Dankeschön gesagt. Ich bedanke mich immer. Auf Dankeschön. Ah. Mist, ich dachte, das wäre jetzt Swiss gewesen. Ich bin schon total durcheinander. Nee, noch nicht. Wir sind jetzt aber in Schweiz. Total bescheuert. In Switzerland. Angekommen. Bescheuert, ehrlich. Das war jetzt echt blöd. Also, das passiert. Echt Man doof. kommt schnell mit den Sprachen durcheinander. Das passiert mir ständig. Ich mach grad Story über Swiss, ja, meine Lieben. Und das war die Nummer. Deswegen habe ich jetzt Dankeschön gesagt. Bin ich doof. Genau, jetzt sind wir hier in Zürich gelandet mit der British Airways Maschine A320. War auch mega voll. War ein toller Trip mit British Airways. Das haben wir eigentlich nur gemacht, weil wir einen Termin hatten in San Francisco und weil wir ein Companion-Angebot hatten oder gefunden haben aus Zürich. Deswegen hier von Zürich ausgehend und wieder zurück. Ziemlich günstig und haben damit ganz, ganz viele Tierpoints gemacht, die wir benötigen, um unseren Status zu erhalten bei British Airways. Und jetzt gehen wir erstmal in die Swiss Senator Lounge. Wir haben
Bei Instagram gefragt, wer möchte mit, denn wir können nämlich 2 Personen mitnehmen. Wir haben durch den Status bei der Star Alliance, bei SAS die Möglichkeit, immer einen Gast mitzunehmen. Einer hat sich gemeldet, der kommt jetzt mit rein. Ja, und das ist die Swiss Senator Lounge, aber auch die Business Class Lounge hier im A-Bereich. Die ist ja ganz neu, habe ich erst kürzlich ein Video gemacht zur Eröffnung. Mir gefällt die mega. Und wie gesagt, ein Zuschauer kann jetzt mit rein, ein anderer hat sich nicht gemeldet. Das ist natürlich auch ein Zufall. Man braucht nämlich ein weiteres Ticket für heute, also man muss einen Weiterflug haben und das auch nur mit der Star Alliance, sonst klappt das leider nicht. So, wir sind drin, war etwas schwierig, weil wir haben ein besonderes Ticket gehabt, aber es hat dann funktioniert mit dem Status. Der Philipp ist mit uns reingekommen in die Senator Lounge, der kann so lange bleiben, wie wir jetzt hier drin sind, aber wahrscheinlich sogar ein bisschen länger, aber der fliegt nach Stuttgart, das heißt also ungefähr gleiche Abflugszeit. Und wie immer, wenn uns jemand trifft, da haben wir natürlich Geschenke, sofern wir sie haben. Und was haben wir heute für den Philipp? Ja. Wir haben für den Philipp einen American Airlines Schlafanzug, original verpackt. Und wir haben ein Amenity-Kit von American Airlines aus der Business Class, auch original verpackt. Das ist für dich. Gerne. Vielen Dank. Und wir werden so ein bisschen was essen, was trinken und den quasi den Abend ausklingen lassen. Denn ich nehme euch diesmal nicht mit in die Swiss nach Hannover. Ich denke, es wird auch zu lang. Sonst wird das Video gleich wieder eine Stunde lang werden. Das wollt ihr auch nicht, oder? Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Tschüss.